Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Kennst du das Gefühl, unterwegs zu sein und plötzlich eine Frage zu haben, aber du traust dich nicht zu fragen? Genau solche kleinen Momente entscheiden oft, ob Kommunikation klappt oder nicht. Heute schauen wir uns an, wie man unterwegs natürlich reagiert und warum man etwas tut, ganz ohne Druck und ganz alltagsnah. Damit du nicht nur Regeln lernst, sondern echtes Deutsch hörst, gehen wir jetzt direkt in eine kurze Alltagsszene. Hör einfach zu und achte darauf, wie Fragen entstehen und wie darum ganz natürlich benutzt wird, auch wenn nicht alles sofort klar ist. Entschuldigung, sind wir hier richtig für den Bus zum Bahnhof? Ja, fast. Ihr müsst noch 2 Minuten geradeaus gehen. Ah, okay, danke. Ich frage lieber nach, darum wollte ich sicher sein. Das ist gut so. Viele Leute fragen nicht und verpassen dann den Bus. Genau, wir sind nicht von hier, darum kennen wir uns noch nicht gut aus. Kein Problem. Unterwegs passiert das ständig. Stimmt, und wenn man fragt, kommt man meistens schneller an. Eben. Darum kostet Fragen auch nichts. Vielleicht hast du den Dialog gut verstanden. Vielleicht sind dir einige Wörter noch neu vorgekommen. Das ist ganz normal, besonders wenn man unterwegs ist und Gespräche spontan entstehen. Jetzt schauen wir uns genau die Wörter aus der Szene an, die dir helfen, sicher zu fragen und deine Gründe klar auszudrücken. Nimm dir einen Moment Zeit. Gleich wird vieles ganz selbstverständlich. Unterwegs. Nicht zu Hause, sondern auf dem Weg von einem Ort zu einem anderen. Beispiel: Ich bin unterwegs zur Arbeit. Fragen. Jemandem etwas sagen, um eine Information zu bekommen. Beispiel: Ich frage nach dem Weg. Darum. Zeigt einen Grund oder eine Folge. Beispiel: Es regnet, darum bleibe ich zu Hause. Verpassen. Zu spät sein und etwas nicht bekommen. Beispiel: Ich verpasse den Bus. Sicher sein. Keine Zweifel haben. Beispiel: Ich bin sicher, das ist richtig. Ankommen. An einem Ort sein, wo man hin will. Beispiel: Wir kommen um 8 Uhr an. Sich auskennen. Einen Ort oder eine Situation gut kennen. Beispiel: Er kennt sich hier gut aus. Jetzt hast du die Wörter nicht nur gesehen, sondern auch verstanden, wie man sie benutzt. Der nächste Schritt ist wichtig. Selbst aktiv werden und ausprobieren. Wir gehen gleich noch einmal in dieselbe Alltagsszene, aber diesmal fehlen ein paar Wörter. Mach dir keinen Druck. Hör auf dein Sprachgefühl und setz genau die Wörter ein, die du gerade gelernt hast. Entschuldigung, sind wir hier richtig für den Bus zum Bahnhof? Ja, fast. Ihr müsst noch 2 Minuten geradeaus gehen. Ah, okay, danke. Ich frage lieber nach, darum wollte ich sicher sein. Das ist gut so. Viele Leute fragen nicht und verpassen dann den Bus. Genau. Wir sind nicht von hier, darum kennen wir uns noch nicht gut aus. Kein Problem. Unterwegs passiert das ständig. Stimmt. Und wenn man fragt, kommt man meistens schneller an. Eben. Darum kostet Fragen auch nichts. Sehr gut. Du hast gesehen, wie darum im Gespräch ganz natürlich benutzt wird und wie ein Gedanke logisch zum nächsten führt. Jetzt ist der richtige Moment, einen Schritt tiefer zu gehen und zu verstehen, wie man mit darum Gründe klar verbindet und Sätze flüssig und verständlich aufbaut. So kannst du unterwegs nicht nur reagieren, sondern deine Gedanken bewusst ausdrücken.
Wie wir im Dialog gehört haben, benutzen Max und Lea mehrmals das Wort darum. Zum Beispiel sagt Max: Wir sind nicht von hier, darum kennen wir uns noch nicht gut aus. Und später hören wir: Darum kostet Fragen auch nichts. Hier merken wir schon, mit darum erklärt man einen Grund und eine Folge. Genau das schauen wir uns jetzt ganz ruhig an. Wofür benutzen wir darum? Darum benutzen wir, wenn wir sagen wollen, das ist der Grund und das ist das Ergebnis. Man kann sich darum wie eine Brücke vorstellen. Auf der einen Seite steht der Grund, auf der anderen Seite die Folge. Zum Beispiel: Man kennt sich nicht gut aus, darum fragt man nach. Man fragt nach, darum kommt man schneller an. Darum verbindet also zwei Gedanken, die logisch zusammengehören. Fragen und Antworten für die Praxis. Warum fragst du nach dem Weg? Ich kenne mich nicht aus, darum frage ich. Warum bist du so früh hier? Ich wollte pünktlich sein, darum bin ich früher gekommen. Warum bleibt ihr heute zu Hause? Wir sind müde, darum bleiben wir hier. Jetzt bist du dran. Überlege einen Satz aus deinem Alltag mit darum. Denke an einen Grund und an eine Folge und schreibe deinen Satz in die Kommentare. Jetzt hast du gesehen, wie darum nicht nur eine Regel ist, sondern ein Werkzeug, mit dem du deine Gedanken logisch verbindest. Mit diesem Verständnis kannst du unterwegs klar erklären, warum du etwas tust oder fragst. Ruhig, natürlich und ohne Unsicherheit. Genau darauf bauen wir jetzt zum Abschluss auf. Danke, dass du bis zum Ende bei diesem Video geblieben bist. Du hast den Dialog gehört, die Wörter verstanden, die Lücken geübt und gesehen, wie darum im echten Alltag funktioniert. Wenn dir das Video geholfen hat, zeig es mit einem Like und abonniere den Kanal, damit du auch unterwegs weiter sicher Deutsch lernst. Teile das Video gern mit Freunden, die sich beim Sprechen noch nicht trauen zu fragen, denn Fragen kostet wirklich nichts. Nimm dir ruhig Zeit und schau dir das Video noch einmal an oder geh zurück zu früheren Lektionen, wenn du etwas festigen möchtest. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib neugierig, bleib mutig und bis bald. Schreib in die Kommentare, was fragst du unterwegs und warum?